Hallo Leute. Ich begrüße euch bei Learn German. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Also los geht's. Das Thema für heute ist Possessivpronomen im Akkusativ, Dativ und Nominativ. Die Besitzartikel im Deutschen in Nominativ, Akkusativ und Dativ. Die Besitzartikel im Deutschen werden verwendet, um den Besitz einer Sache an eine Person oder ein Objekt anzuzeigen. Diese Artikel ändern sich je nach Fall, Nominativ, Akkusativ, Dativ und nach Geschlecht und Anzahl des besitzenden Objekts. Hier ist eine Übersicht über die Besitzartikel in den 3 Fällen. Die 3 grammatikalischen Fälle im Deutschen. 1. Nominativ, Subjektfall. Wird verwendet, um das Subjekt im Satz zu identifizieren, das die Handlung ausführt. Beispiel: Der Hund spielt. 2. Akkusativ, Objektfall. Wird verwendet, um das direkte Objekt zu identifizieren, auf das die Handlung gerichtet ist. Beispiel: Ich sehe den Hund. 3. Dativ, indirektes Objekt. Wird verwendet, um das indirekte Objekt zu identifizieren, das von der Handlung profitiert. Beispiel: Ich gebe dem Hund einen Knochen. Die Possessivpronomen im Nominativ. Ich mein. Du dein. Er sein. Es sein. Sie ihr. Wir unser. Ihr euer. Sie ihr. Sie ihr. Die Possessivartikel im Nominativ. Der mein. Die meine. Das mein. Die meine. Die Possessivartikel im Akkusativ. Den meinen. Die meine. Das mein. Die meine. Die Possessivartikel im Dativ. Den meinem. Der meiner. Dem meinem. Den und in meinen. Mein Buch ist interessant. Mein Buch ist interessant. Ich lese mein Buch. Ich lese mein Buch. Ich gebe meinem Freund mein Buch. Ich gebe meinem Freund mein Buch. Mein Stift ist blau. Mein Stift ist blau. Ich benutze meinen Stift. Ich benutze meinen Stift. Ich schreibe mit meinem Stift. Ich schreibe mit meinem Stift. Meine Katze ist süß. Meine Katze ist süß. Ich füttere meine Katze. Ich füttere meine Katze. Ich spiele mit meiner Katze. Ich spiele mit meiner Katze. Meine Autos sind schnell. Meine Autos sind schnell. Ich fahre meine Autos. Ich fahre meine Autos. Ich zeige meinen Freunden meine Autos. Ich zeige meinen Freunden meine Autos. Dein Hund ist groß. Dein Hund ist groß. Ich sehe deinen Hund. Ich sehe deinen Hund. Ich spiele mit deinem Hund. Ich spiele mit deinem Hund. Dein Kind ist glücklich. Dein Kind ist glücklich. Ich sehe dein Kind. Ich sehe dein Kind. Ich helfe deinem Kind. Ich helfe deinem Kind. Deine Tasche ist rot.
Deine Tasche ist rot. Ich trage deine Tasche. Ich trage deine Tasche. Ich suche nach deiner Tasche. Ich suche nach deiner Tasche. Deine Eltern sind zu Hause. Deine Eltern sind zu Hause. Ich besuche deine Eltern. Ich besuche deine Eltern. Ich helfe deinen Eltern. Ich helfe deinen Eltern. Sein Vater ist nett. Sein Vater ist nett. Ich besuche seinen Vater. Ich besuche seinen Vater. Ich helfe seinem Vater. Ich helfe seinem Vater. Das ist sein Auto. Das ist sein Auto. Er fährt sein Auto. Er fährt sein Auto. Das ist ihr Haus. Das ist ihr Haus. Sie renoviert ihr Haus. Sie renoviert ihr Haus. Sie zeigt ihrem Gast ihr Haus. Sie zeigt ihrem Gast ihr Haus. Ihre Blume ist schön. Ihre Blume ist schön. Sie gießt ihre Blume. Sie gießt ihre Blume. Sie gibt ihrer Mutter die Blume. Sie gibt ihrer Mutter die Blume. Ihr Hund ist freundlich. Ihr Hund ist freundlich. Sie ruft ihren Hund. Sie ruft ihren Hund. Sie gibt ihrem Hund Futter. Sie gibt ihrem Hund Futter. Das ist unser Garten. Das ist unser Garten. Wir pflegen unseren Garten. Wir pflegen unseren Garten. Wir sitzen in unserem Garten. Wir sitzen in unserem Garten. Das ist unsere Tasche. Das ist unsere Tasche. Wir tragen unsere Tasche. Wir tragen unsere Tasche. Wir helfen unserem Freund mit unserer Tasche. Wir helfen unserem Freund mit unserer Tasche. Das ist euer Computer. Das ist euer Computer. Ihr benutzt euren Computer. Ihr benutzt euren Computer. Ihr arbeitet mit eurem Computer. Ihr arbeitet mit eurem Computer. Euer Kind ist glücklich. Euer Kind ist glücklich. Ihr liebt euer Kind. Ihr liebt euer Kind. Ihr spielt mit eurem Kind. Ihr spielt mit eurem Kind. Ihre Schule ist groß. Ihre Schule ist groß.
Sie besuchen ihre Schule. Sie besuchen ihre Schule. Sie lernen in ihrer Schule. Sie lernen in ihrer Schule. Ihr Lehrer ist freundlich. Ihr Lehrer ist freundlich. Sie respektieren Ihren Lehrer. Sie respektieren Ihren Lehrer. Sie hören Ihrem Lehrer zu. Sie hören Ihrem Lehrer zu. Konjunktionen Teil 1. Zusammengesetzte Sätze, Konjunktionen verbinden zwei Sätze miteinander. Hauptsätze, Konjunktion. Nebensätze, Konjunktion. Im zweiten Hauptsatz steht das konjugierte Verb an zweiter Stelle nach der Konjunktion. Die Position der Konjunktion kann nicht verändert werden. Die Konjunktionen aber, und, oder, denn, sondern. 1 aber wird verwendet, um zwei Sätze zu verbinden, die gegensätzliche oder unterschiedliche Gedanken ausdrücken. Ich mag Äpfel, aber keine Bananen. Ich mag Äpfel, aber keine Bananen. Er ist müde, aber er arbeitet weiter. Er ist müde, aber er arbeitet weiter. Sie geht in die Schule, aber sie hat kein Buch. Sie geht in die Schule, aber sie hat kein Buch. Das Wetter ist kalt, aber es ist sonnig. Das Wetter ist kalt, aber es ist sonnig. Wir haben einen Hund, aber keine Katze. Wir haben einen Hund, aber keine Katze. Ich möchte ins Kino gehen, aber ich habe keine Zeit. Ich möchte ins Kino gehen, aber ich habe keine Zeit. 2 sondern wird verwendet, um eine alternative Idee nach der Verneinung des vorherigen Satzes zu präsentieren. Ich trinke keinen Kaffee, sondern Tee. Ich trinke keinen Kaffee, sondern Tee. Er hat nicht einen Hund, sondern eine Katze. Er hat nicht einen Hund, sondern eine Katze. Wir essen nicht im Restaurant, sondern zu Hause. Wir essen nicht im Restaurant, sondern zu Hause. Sie fährt nicht mit dem Bus, sondern mit dem Fahrrad. Sie fährt nicht mit dem Bus, sondern mit dem Fahrrad. Ich möchte nicht ins Kino gehen, sondern einen Film zu Hause sehen. Ich möchte nicht ins Kino gehen, sondern einen Film zu Hause sehen. Ich trinke keinen Saft, sondern Wasser. Ich trinke keinen Saft, sondern Wasser. 3 denn wird verwendet, um einen Grund oder eine Erklärung für den vorherigen Satz zu geben. Ich gehe ins Bett, denn ich bin müde. Ich gehe ins Bett, denn ich bin müde. Ich muss gehen, denn es ist spät. Ich muss gehen, denn es ist spät. Er ist hungrig, denn er hat nicht gegessen. Er ist hungrig, denn er hat nicht gegessen. Wir bleiben zu Hause, denn es regnet. Wir bleiben zu Hause,
denn es regnet. Sie kauft einen Apfel, denn sie mag Äpfel. Sie kauft einen Apfel, denn sie mag Äpfel. Ich lerne Deutsch, denn ich möchte in Deutschland leben. Ich lerne Deutsch, denn ich möchte in Deutschland leben. 4 oder wird verwendet, um 2 oder mehr Optionen anzubieten. Möchtest du Tee oder Kaffee? Möchtest du Tee oder Kaffee? Gehst du nach Hause oder bleibst du hier? Gehst du nach Hause oder bleibst du hier? Ich kann das machen oder du kannst es tun. Ich kann das machen oder du kannst es tun. Willst du einen Apfel oder eine Orange? Willst du einen Apfel oder eine Orange? Ist das dein Stift oder ist das meiner? Ist das dein Stift oder ist das meiner? 5 und wird verwendet, um 2 Sätze zu verbinden, die verbundene oder fortlaufende Gedanken ausdrücken. Ich esse Brot und Käse. Ich esse Brot und Käse. Er liest ein Buch und trinkt Wasser. Er liest ein Buch und trinkt Wasser. Wir gehen spazieren und kaufen Obst. Wir gehen spazieren und kaufen Obst. Sie mag tanzen und singen. Sie mag tanzen und singen. Der Hund ist groß und braun. Der Hund ist groß und braun. Ich kaufe Brot und Milch. Ich kaufe Brot und Milch. Lasst uns zusammen üben. Verbindet die Sätze mit der passenden Konjunktion. Ich möchte ins Kino gehen. Ich habe keine Zeit. 2. Wir können entweder einen Film sehen. Ein Buch lesen. 3. Sie ist krank. Sie geht zur Arbeit. 3. Ich mache meine Hausaufgaben. Spiele Videospiele. 4. Sie isst keine Pizza. Pasta. 5. Ich gehe ins Café. Es regnet draußen. Eins. Ich möchte ins Kino gehen, aber ich habe keine Zeit. 2. Wir können entweder einen Film sehen oder ein Buch lesen. 3. Sie ist krank, aber sie geht zur Arbeit. 3. Ich mache meine Hausaufgaben und spiele Videospiele. 4. Sie isst keine Pizza, sondern Pasta. 5. Ich gehe ins Café, denn es regnet draußen. Wechselpräpositionen. Wechselpräpositionen kommen manchmal mit Akkusativ. Manchmal mit Dativ. Welche Wechselpräpositionen gibt es? Im Deutschen gibt es 9 Wechselpräpositionen, die je nach Kontext zwischen Dativ und Akkusativ wechseln können. Diese Präpositionen zeigen entweder eine Bewegung, Akkusativ, oder einen festen Standort, Dativ, an. Hier sind die 9 Wechselpräpositionen mit ihren Verwendungen. An. Auf. Hinter. In. Neben. Über. Unter. Vor. Zwischen. Die Präposition an. An zeigt Nähe oder senkrechte Verbindung an.
Mit Akkusativ wird verwendet, um Bewegung zu einem Ziel oder Ort auf einer Fläche anzuzeigen. Mit Dativ wird verwendet, um den festen Standort auf einer Fläche anzuzeigen. Ich gehe an den See. Ich gehe an den See. Ich bin am See. Ich bin am See. Sie läuft an den Park. Sie läuft an den Park. Sie sitzt am Park. Sie sitzt am Park. Er bringt das Geschenk an den Tisch. Er bringt das Geschenk an den Tisch. Er arbeitet am Tisch. Er arbeitet am Tisch. Die Präposition auf. Auf zeigt eine Position auf einer Fläche an. Mit Akkusativ wird verwendet, um Bewegung zu einer Fläche oder einem bestimmten Ort anzuzeigen. Mit Dativ wird verwendet, um den festen Standort auf einer Fläche anzuzeigen. Ich lege das Buch auf den Tisch. Ich lege das Buch auf den Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Sie klettert auf den Baum. Sie klettert auf den Baum. Die Katze schläft auf dem Baum. Die Katze schläft auf dem Baum. Der Hund springt auf den Tisch. Der Hund springt auf den Tisch. Der Hund liegt auf dem Tisch. Der Hund liegt auf dem Tisch. Wir stellen die Koffer auf den Boden. Wir stellen die Koffer auf den Boden. Die Koffer stehen auf dem Boden. Die Koffer stehen auf dem Boden. Die Präposition hinter. Hinter zeigt eine Position hinter etwas an. Ich gehe hinter das Gebäude. Ich gehe hinter das Gebäude. Ich bin hinter dem Gebäude. Ich bin hinter dem Gebäude. Wir fahren hinter das Auto. Wir fahren hinter das Auto. Wir stehen hinter dem Auto. Wir stehen hinter dem Auto. Er versteckt sich hinter den Vorhang. Er versteckt sich hinter den Vorhang. Der Hund rennt hinter den Garten. Der Hund rennt hinter den Garten. Der Hund schläft hinter dem Garten. Der Hund schläft hinter dem Garten. Die Präposition in. In zeigt eine Position innerhalb eines Ortes oder Bereichs an. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Ich bin in der Stadt. Ich bin in der Stadt. Er steckt den Brief in den Umschlag. Er steckt den Brief in den Umschlag. Der Brief liegt in dem Umschlag. Der Brief liegt in dem Umschlag. Sie zieht in eine neue Wohnung. Sie zieht in eine neue Wohnung. Sie lebt in einer schönen Wohnung. Sie lebt in einer schönen Wohnung. Ich gehe in die Küche.
Ich gehe in die Küche. Ich bin in der Küche. Ich bin in der Küche. Die Präposition neben. Neben zeigt eine Position neben etwas an. Sie fährt neben die Kirche. Sie fährt neben die Kirche. Sie sitzt neben der Kirche. Sie sitzt neben der Kirche. Wir laufen neben den Fluss. Wir laufen neben den Fluss. Wir stehen neben dem Fluss. Wir stehen neben dem Fluss. Der Hund rennt neben das Haus. Der Hund rennt neben das Haus. Der Hund schläft neben dem Haus. Der Hund schläft neben dem Haus. Er stellt den Stuhl neben den Tisch. Er stellt den Stuhl neben den Tisch. Sie arbeitet neben dem Tisch. Sie arbeitet neben dem Tisch. Die Präposition über. Über zeigt eine Position über oder eine Bewegung über etwas an. Der Vogel fliegt über den See. Der Vogel fliegt über den See. Der Vogel sitzt über dem Teich. Der Vogel sitzt über dem Teich. Der Flugzeug fliegt über die Stadt. Der Flugzeug fliegt über die Stadt. Das Licht ist über dem Tisch eingeschaltet. Das Licht ist über dem Tisch eingeschaltet. Er wirft den Ball über das Netz. Er wirft den Ball über das Netz. Der Spiegel hängt über dem Waschbecken. Der Spiegel hängt über dem Waschbecken. Die Präposition unter. Unter zeigt eine Position unter etwas an. Er versteckt sich unter das Bett. Er versteckt sich unter das Bett. Der Ball liegt unter dem Bett. Der Ball liegt unter dem Bett. Wir stellen den Tisch unter das Fenster. Wir stellen den Tisch unter das Fenster. Der Tisch steht unter dem Fenster. Der Tisch steht unter dem Fenster. Sie läuft unter die Bäume. Sie läuft unter die Bäume. Die Katze schläft unter den Bäumen. Die Katze schläft unter den Bäumen. Die Präposition vor. Vor zeigt eine Position vor etwas an. Er rennt vor das Haus. Er rennt vor das Haus. Er sitzt vor dem Haus. Er sitzt vor dem Haus. Ich gehe vor die Tür. Ich gehe vor die Tür. Ich bin vor der Tür. Ich bin vor der Tür. Sie geht vor den Garten. Sie geht vor den Garten. Sie ist vor dem Garten. Sie ist vor dem Garten.
Die Präposition zwischen. Zwischen zeigt eine Position zwischen zwei oder mehr Dingen an. Er läuft zwischen die Stühle. Er läuft zwischen die Stühle. Er sitzt zwischen den Stühlen. Er sitzt zwischen den Stühlen. Sie stellt den Tisch zwischen die Fenster. Sie stellt den Tisch zwischen die Fenster. Sie ist zwischen den Fenstern. Sie ist zwischen den Fenstern. Einrichten ist Geschmackssache. Helfen Sie bitte Maria beim Renovieren. Ich brauche eure Hilfe. Ich bin Anfang Mai umgezogen. Meine Wohnung ist sehr schön, hell und gemütlich. Aber leider ist sie nicht sehr groß. Vor allem das Wohnzimmer ist sehr klein. Ich habe viele Möbel und auch viele Gegenstände. Ich habe auch Vasen und viele bunte Kissen. Habt ihr Tipps? Die Farben an der Wand sind sehr wichtig und angenehm. Sonst wird der Raum immer kleiner. Leg einen kleinen Teppich auf den Boden. Dann sieht der Raum größer aus. Vorsicht bei großen Möbeln. Stelle große Möbel vor eine helle Wand oder zwischen zwei Türen. Häng einen großen Spiegel an die Wand. Das macht den Raum größer. Wie viele Vasen hast du? Stell nicht alle Vasen ins Wohnzimmer. Sonst sieht der Raum wie ein Geschäft aus. Ich liebe bunte Kissen. Leg ein paar hübsche Kissen auf die Sofa. Dann wird das Zimmer gemütlicher. Häng helle Vorhänge an das Fenster. Stell den Fernseher auf einen kleinen Tisch. Dann sieht der Raum nicht so voll aus. Jetzt ist der Raum sehr schön und auch gemütlich. Ich danke euch. Er stellt das Buch in das Regal. Verb stellen. Singular. Ich stelle. Du stellst. Sie stellen. Er, sie, es stellt. Plural. Wir stellen. Ihr stellt. Sie stellen. Ich stelle die Vase auf den Tisch. Ich stelle die Vase auf den Tisch. Wir stellen den Stuhl neben das Sofa. Wir stellen den Stuhl neben das Sofa. Der Arbeiter stellt die Kisten in den Raum. Der Arbeiter stellt die Kisten in den Raum. Die Kinder stellen die Spielsachen in die Ecke. Die Kinder stellen die Spielsachen in die Ecke. Die Uhr steht auf dem Tisch. Verb stehen. Singular. Ich stehe. Du stehst. Sie stehen. Er, sie, es steht. Plural. Wir stehen. Ihr steht. Sie stehen. Die Lampe steht neben dem Sofa. Die Lampe steht neben dem Sofa. Der Tisch steht in der Küche. Der Tisch steht in der Küche. Der Hund steht vor der Tür. Der Hund steht vor der Tür. Der Stuhl steht zwischen den Tischen. Der Stuhl steht zwischen den Tischen. Er legt den Brief in den Umschlag. Verb legen. Singular. Ich lege. Du legst. Sie legen. Er, sie, es legt. Plural. Wir legen.
Ihr legt. Sie legen. Ich lege die Zeitung auf den Tisch. Ich lege die Zeitung auf den Tisch. Sie legt das Buch in die Tasche. Sie legt das Buch in die Tasche. Der Koch legt das Gemüse in den Ofen. Der Koch legt das Gemüse in den Ofen. Die Kinder legen die Spielsachen unter das Bett. Die Kinder legen die Spielsachen unter das Bett. Das Kissen liegt auf dem Sofa. Verb liegen. Singular. Ich liege. Du liegst. Sie liegen. Er, sie, es liegt. Plural. Wir liegen. Ihr liegt. Sie liegen. Die Schlüssel liegen auf dem Regal. Die Schlüssel liegen auf dem Regal. Die Papiere liegen hinter dem Computer. Die Papiere liegen hinter dem Computer. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Der Brief liegt in der Schublade. Der Brief liegt in der Schublade. Ich setze das Bild auf den Tisch. Verb setzen. Singular. Ich setze. Du setzt. Sie setzen. Er, sie, es setzt. Plural. Wir setzen. Ihr setzt. Sie setzen. Ich setze die Flasche auf den Tisch. Ich setze die Flasche auf den Tisch. Der Lehrer setzt das Buch auf das Regal. Der Lehrer setzt das Buch auf das Regal. Er setzt die Tasche zwischen die Stühle. Er setzt die Tasche zwischen die Stühle. Die Kinder setzen sich vor den Fernseher. Die Kinder setzen sich vor den Fernseher. Er sitzt im Sessel. Verb sitzen. Singular. Ich sitze. Du sitzt. Sie sitzen. Er, sie, es sitzt. Plural. Wir sitzen. Ihr sitzt. Sie sitzen. Ich sitze auf dem Stuhl. Ich sitze auf dem Stuhl. Die Kinder sitzen im Klassenzimmer. Die Kinder sitzen im Klassenzimmer. Sie sitzt neben dem Tisch. Sie sitzt neben dem Tisch. Wir sitzen im Garten. Wir sitzen im Garten. Das Handtuch hängt an der Stange. Verb hängen. Singular. Ich hänge. Du hängst. Sie hängen. Er, sie, es hängt. Plural. Wir hängen. Ihr hängt. Sie hängen. Ich hänge das Bild an die Wand. Ich hänge das Bild an die Wand. Das Bild hängt an der Wand. Das Bild hängt an der Wand. Die Frau hängt den Schlüssel an die Wand. Die Frau hängt den Schlüssel an die Wand. Der Schlüssel hängt an der Wand. Der Schlüssel hängt an der Wand. Er hängt die Uhr über das Sofa. Er hängt die Uhr über das Sofa. Die Uhr hängt über dem Sofa. Die Uhr hängt über dem Sofa.
Der Junge hängt die Jacke in die Garderobe. Der Junge hängt die Jacke in die Garderobe. Die Jacke hängt in der Garderobe. Die Jacke hängt in der Garderobe. Sie steckt den Stift in die Tasche. Verb stecken. Singular. Ich stecke. Du steckst. Sie stecken. Er, sie, es steckt. Plural. Wir stecken. Ihr steckt. Sie stecken. Er steckt die Karte in den Briefkasten. Er steckt die Karte in den Briefkasten. Die Karte steckt im Briefkasten. Die Karte steckt im Briefkasten. Er steckt die Dokumente in den Ordner. Er steckt die Dokumente in den Ordner. Die Dokumente stecken im Ordner. Die Dokumente stecken im Ordner. Heute lernen wir Adjektivdeklination. Wir lernen Adjektivdeklination mit bestimmten Artikel im Singular und Plural. Adjektivdeklination mit unbestimmten Artikel im Singular. Adjektivdeklination ohne Artikel im Singular und Plural. Wann muss ein Adjektiv dekliniert werden? Wenn Adjektive vor einem Nomen stehen, müssen sie dekliniert werden. Sie bekommen also eine Endung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der junge Mann lernt Deutsch. Das Nomen Mann steht hinter dem Adjektiv. Adjektivdeklination. Aber der Mann ist jung. Es steht kein Nomen hinter jung. Kein Adjektivdeklination. Lasst uns diese Geschichte hören. Maria möchte ein neues Kleid kaufen. Sie geht in ein kleines Geschäft. Die nette Verkäuferin zeigt ihr einige Kleider. Das blaue Kleid gefällt Maria am besten. Aber dann sieht sie einen roten Rock und eine helle Bluse. Die neuen Sachen stehen ihr gut. Aber was ist Adjektivdeklination? Wie werden die Adjektive dekliniert? Adjektivdeklination bedeutet, dass du die Endungen der Adjektive dem entsprechen. Den Fall. Nominativ. Akkusativ. Dativ. Dem Genus. Maskulin. Feminin. Neutral. Numerus Singular oder Plural und den vor dem Adjektiv stehenden Artikel anpassen musst. In der deutschen Sprache hängt die Deklination von Adjektiven mit dem unbestimmten Artikel ein, eine, vom Geschlecht, der Anzahl und dem Fall des Nomens ab. Wir werden diese Deklinationen detailliert für jeden grammatischen Fall betrachten. Adjektivdeklination mit unbestimmten Artikel im Singular. Nach dem unbestimmten Artikel ein, eine hat das Adjektiv die folgenden Endungen. Ein kleiner Hund spielt im Garten. Ein kleiner Hund spielt im Garten. Ich sehe einen kleinen Hund. Ich sehe einen kleinen Hund. Ich gebe einem kleinen Hund einen Knochen. Ich gebe einem kleinen Hund einen Knochen. Ein alter Mann liest die Zeitung. Ein alter Mann liest die Zeitung. Ich sehe einen alten Mann. Ich sehe einen alten Mann.
Ich helfe einem alten Mann. Ich helfe einem alten Mann. Ein rotes Auto steht vor dem Haus. Ein rotes Auto steht vor dem Haus. Ich sehe ein rotes Auto. Ich sehe ein rotes Auto. Ich fahre mit einem roten Auto. Ich fahre mit einem roten Auto. Eine nette Frau hilft mir. Eine nette Frau hilft mir. Ich sehe eine nette Frau. Ich sehe eine nette Frau. Ich danke einer netten Frau. Ich danke einer netten Frau. Ein großes Schiff fährt im Meer. Ein großes Schiff fährt im Meer. Ich sehe ein großes Schiff. Ich sehe ein großes Schiff. Ich reise mit einem großen Schiff. Ich reise mit einem großen Schiff. Ein lustiger Film läuft im Kino. Ein lustiger Film läuft im Kino. Ich sehe einen lustigen Film. Ich sehe einen lustigen Film. Ein kleines Kind spielt im Park. Ein kleines Kind spielt im Park. Ich sehe ein kleines Kind. Ich sehe ein kleines Kind. Ich gebe einem kleinen Kind ein Buch. Ich gebe einem kleinen Kind ein Buch. Ein freundlicher Mann grüßt uns. Ein freundlicher Mann grüßt uns. Ich treffe einen freundlichen Mann. Ich treffe einen freundlichen Mann. Ich spreche mit einem freundlichen Mann. Ich spreche mit einem freundlichen Mann. Ein heißer Kaffee steht auf dem Tisch. Ein heißer Kaffee steht auf dem Tisch. Ich trinke einen heißen Kaffee. Ich trinke einen heißen Kaffee. Ich gebe einem heißen Kaffee Zucker. Ich gebe einem heißen Kaffee Zucker. Temporale Präpositionen. Hast du Probleme mit den temporalen Präpositionen? Mit diesem Video bekommst du alle Informationen zu allen Präpositionen auf einen Blick. Temporale Präpositionen geben zeitliche Beziehungen an. Hier findest du Beispiele zu temporalen Präpositionen, die du schon kennst. Temporale Präpositionen sind Präpositionen, die sich auf einen Zeitpunkt oder eine Zeitspanne beziehen. Man fragt mit wann? Wie lange? Wann beginnt der Unterricht? Der Unterricht beginnt um 9 Uhr. Wie lange arbeitet sie? Sie arbeitet von 8 Uhr bis 16 Uhr. Temporale Präpositionen bestimmen einen Zeitpunkt. Wann? Wir erklären die Präpositionen. Am. Im. Um. Vor. Nach. In.
An plus Dativ wird mit Wochentagen oder bestimmten Tageszeiten verwendet. Am Plusdatum Tageszeit Wochentag. Möchten Sie an der Prüfung am 12. März teilnehmen? Möchten Sie an der Prüfung am 12. März teilnehmen? Die Prüfung findet am Vormittag statt. Die Prüfung findet am Vormittag statt. Am Montag können Sie Ihr Zeugnis abholen. Am Montag können Sie Ihr Zeugnis abholen. Am Abend lese ich ein Buch. Am Abend lese ich ein Buch. Am Montag gehe ich zur Arbeit. Am Montag gehe ich zur Arbeit. In plus Dativ wird mit Monaten, Jahreszeiten oder in der Form in der Nacht verwendet. In plus Monatsname Jahreszeit. Im ist in dem. Im Januar beginnt das neue Jahr. Im Januar beginnt das neue Jahr. In der Nacht ist es ruhig. In der Nacht ist es ruhig. Unsere nächste Sitzung ist im Mai. Unsere nächste Sitzung ist im Mai. Um plus Akkusativ wird mit Uhrzeiten verwendet, zu bestimmten Zeiten des Tages. Um plus genaue Uhrzeit. Ich gehe um 8 Uhr ins Bett. Ich gehe um 8 Uhr ins Bett. Der Zug fährt um 10 Uhr ab. Der Zug fährt um 10 Uhr ab. Wir treffen uns um 15 Uhr. Wir treffen uns um 15 Uhr. Vor plus Dativ wird verwendet, um auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit zu verweisen, der vor einem anderen Zeitpunkt liegt. Vor plus Dativ gibt an, was vorher passiert. Vor der Arbeit macht sie Sport. Vor der Arbeit macht sie Sport. Ich habe vor einem Jahr in Berlin gewohnt. Ich habe vor einem Jahr in Berlin gewohnt. Vor dem Frühstück liest er die Zeitung. Vor dem Frühstück liest er die Zeitung. Sie hat vor kurzem ihren Job gewechselt. Sie hat vor kurzem ihren Job gewechselt. Nach plus Dativ wird verwendet, um auf einen Zeitpunkt in der Zukunft zu verweisen, der nach einem anderen Zeitpunkt liegt. Nach plus Dativ gibt an, was danach passiert. Nach der Arbeit möchte er sich mit seinen Freunden treffen. Nach der Arbeit möchte er sich mit seinen Freunden treffen. Er kommt nach der Arbeit nach Hause. Er kommt nach der Arbeit nach Hause. Ich werde nach dem Mittagessen spazieren gehen. Ich werde nach dem Mittagessen spazieren gehen. Nach dem Film gehen wir essen. Nach dem Film gehen wir essen. In plus Dativ wird verwendet, um auf eine Zeitspanne in der Zukunft zu verweisen, die nach einem bestimmten Zeitpunkt liegt. In plus Dativ gibt an, wie weit ein Ereignis aus jetziger Perspektive in der Zukunft liegt. In 2 Tagen fangen die Schulen an. In 2 Tagen fangen die Schulen an.
In einem Monat haben wir Urlaub. In einem Monat haben wir Urlaub. In einer Stunde werde ich zu Hause sein. In einer Stunde werde ich zu Hause sein. In der nächsten Woche treffen wir uns wieder. In der nächsten Woche treffen wir uns wieder. Lasst uns zusammen üben. Der neue Termin. Ergänzen Sie die Präpositionen und Artikel bzw. Artikelendungen, wenn nötig. Liebe Frau Müller. Wir hatten 13. Oktober 12 Uhr einen Besprechungstermin zum Thema neue Marketingkonzepte vereinbart. Leider ist bei mir kurzfristig etwas dazwischen gekommen. Ich muss dies Tag nach Rom reisen. Könnten wir unsere Besprechung auf den 20. Oktober verlegen? Sollten Sie in der genannten Woche keine Zeit haben, ginge es auch. 27. Oktober oder 4. November. Mit besten Grüßen. Siegbert Mega. Sie haben 10 Sekunden, um die Aufgaben zu lösen. Liebe Frau Müller, wir hatten am 13. Oktober um 12 Uhr einen Besprechungstermin zum Thema neue Marketingkonzepte vereinbart. Leider ist bei mir kurzfristig etwas dazwischen gekommen. Ich muss an diesem Tag nach Rom reisen. Könnten wir unsere Besprechung auf den 20. Oktober verlegen? Sollten Sie in der genannten Woche keine Zeit haben, ginge es auch am 27. Oktober oder am 4. November. Mit besten Grüßen. Siegbert Mega. Temporale Präpositionen. Temporale Präpositionen bestimmen einen Zeitpunkt. Wie lange? Wir erklären die folgenden Präpositionen. Ab. Seit. Von an. Vom bis zum. Für. Über. Ab plus Dativ wird verwendet, um auf einen zeitlichen Anfangspunkt in der Zukunft hinzuweisen. Ab plus Dativ gibt an, wann etwas beginnt, ZB Uhrzeit, Monatsname, Jahr. Ab heute gehe ich ins Yoga Center. Ab heute gehe ich ins Yoga Center. Ab nächster Woche beginnt der Kurs. Ab nächster Woche beginnt der Kurs. Ab dem 15. August ist das Schwimmbad wieder geöffnet. Ab dem 15. August ist das Schwimmbad wieder geöffnet. Ab 1. Januar gelten neue Regeln. Ab 1. Januar gelten neue Regeln. Seit plus Dativ wird verwendet, um ein Ereignis anzugeben, das in der Vergangenheit begonnen hat und bis in die Gegenwart andauert. Seit plus Dativ gibt an, wann etwas angefangen hat, das jetzt noch nicht beendet ist. Seit dem letzten Montag habe ich eine schwere Erkältung. Seit dem letzten Montag habe ich eine schwere Erkältung. Ich wohne seit einem Jahr in Berlin. Ich wohne seit einem Jahr in Berlin. Sie lernt seit 2020 Deutsch. Sie lernt seit 2020 Deutsch. Meine Kollegin ist seit Mittwoch krank. Meine Kollegin ist seit Mittwoch krank. Von an wird verwendet,
um den Beginn eines bestimmten Zeitraums anzugeben. Es wird genutzt, um den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem ein Ereignis oder eine Zeitspanne in der Zukunft oder Gegenwart beginnt. Von an wird verwendet, um anzugeben, wann etwas Bestimmtes oder ein Ereignis beginnt. Von nächster Woche an will er mit dem Rauchen aufhören. Von nächster Woche an will er mit dem Rauchen aufhören. Von Montag an arbeite ich im neuen Büro. Von Montag an arbeite ich im neuen Büro. Von Januar an gelten die neuen Preiserhöhungen. Von Januar an gelten die neuen Preiserhöhungen. Vom bis zum wird verwendet, um einen Zeitraum zu beschreiben, der von einem bestimmten Punkt beginnt und an einem anderen Punkt endet. Es wird verwendet, um den Beginn und das Ende eines bestimmten Zeitraums zu kennzeichnen. Von wird mit Dativ verwendet, um den Anfangspunkt zu kennzeichnen. Bis wird mit Dativ verwendet, um den Endpunkt zu kennzeichnen. Vom 10. bis zum 15. März findet das Fest statt. Vom 10. bis zum 15. März findet das Fest statt. Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Vom Montag bis zum Freitag. Vom Montag bis zum Freitag. Vom 1. Juni bis zum 30. Juni haben wir Urlaub. Vom 1. Juni bis zum 30. Juni haben wir Urlaub. Für plus Akkusativ ist eine Präposition, die verwendet wird, um einen bestimmten Zeitraum oder eine bestimmte Dauer zu kennzeichnen. Es wird mit Akkusativ verwendet, um auf eine Zeitspanne hinzuweisen. Für plus Akkusativ mit dem Akkusativ verwendet, um auf einen bestimmten Zeitraum hinzuweisen. Für eine Woche haben wir Urlaub. Für eine Woche haben wir Urlaub. Die Sitzung dauert nur für eine Stunde. Die Sitzung dauert nur für eine Stunde. Ich habe das Buch für 2 Wochen ausgeliehen. Ich habe das Buch für 2 Wochen ausgeliehen. Er arbeitet für eine große Firma. Er arbeitet für eine große Firma. Über plus Akkusativ als Präposition verwendet, um einen Zeitraum zu kennzeichnen, der sich von einem bestimmten Zeitpunkt zu einem anderen in der Zukunft erstreckt und normalerweise auf eine fortdauernde Zeitspanne hinweist. Es wird mit Akkusativ verwendet. Über plus Akkusativ verwendet, um einen Zeitraum zu kennzeichnen, der sich von einem bestimmten Zeitpunkt bis zu einem anderen in der Zukunft erstreckt. Ich warte schon über eine Stunde auf dich. Ich warte schon über eine Stunde auf dich. Wir haben über 2 Monate an dem Projekt gearbeitet. Wir haben über 2 Monate an dem Projekt gearbeitet. Er hat das Buch über den Sommer gelesen. Er hat das Buch über den Sommer gelesen. Das Hotel war über die Feiertage komplett ausgebucht. Das Hotel war über die Feiertage komplett ausgebucht.
Lasst uns zusammen üben. Wie lange möchtest du nach Österreich gehen? Wie lange möchtest du nach Österreich gehen? Ich möchte für 2 Wochen nach Österreich gehen. Ich möchte für 2 Wochen nach Österreich gehen. Konjunktiv 2 mit Modalverben. Modalverben im Deutschen, wie viele gibt es und welche sind das? In der deutschen Grammatik gibt es 6 Modalverben: dürfen, können, sollen, mögen, wollen, müssen. Wie bildet man Sätze mit Modalverben? Um einen Satz mit einem Modalverb zu bilden, brauchst du noch ein weiteres Verb, Vollverb, zum Beispiel arbeiten, gehen, sehen, etc. Das konjugierte Modalverb steht an zweiter Stelle im Satz und das Vollverb im Infinitiv steht am Satzende, zum Beispiel: Sie will nach Hause gehen. 1. Sollten. Verwendung: Sollten ist die Konjunktiv-II-Form von sollen. Es wird verwendet, um Ratschläge oder Empfehlungen zu geben. Wie konjugieren wir sollen im Konjunktiv 2? Ich sollte. Du solltest. Er, sie, es sollte. Wir sollten. Ihr solltet. Sie sollten. Marc, du solltest zum Arzt gehen. Marc, du solltest zum Arzt gehen. Dein Auto ist immer kaputt. Du solltest es in die Werkstatt bringen. Dein Auto ist immer kaputt. Du solltest es in die Werkstatt bringen. Du solltest mehr Wasser trinken. Du solltest mehr Wasser trinken. Wenn du nicht schlafen kannst, solltest du weniger Kaffee trinken. Wenn du nicht schlafen kannst, solltest du weniger Kaffee trinken. Du solltest für den Test gut lernen. Du solltest für den Test gut lernen. Sind Sie krank? Sie sollten zum Arzt gehen. Sind Sie krank? Sie sollten zum Arzt gehen. Frau Müller sollte weniger arbeiten. Frau Müller sollte weniger arbeiten. 2. Könnten. Verwendung: könnten ist die Konjunktiv-II-Form von können. Es wird verwendet, um höfliche Vorschläge, Möglichkeiten oder hypothetische Situationen auszudrücken. Ich könnte. Du könntest. Er, sie, es könnte. Wir könnten. Ihr könntet. Sie könnten. Könnten Sie mir bitte helfen? Könnten Sie mir bitte helfen? Du könntest Anna Blumen zum Geburtstag schenken. Du könntest Anna Blumen zum Geburtstag schenken. Du könntest morgen ins Kino gehen. Du könntest morgen ins Kino gehen. Ihr fahrt nach Berlin? Ihr könntet ins Mauermuseum gehen. Ihr fahrt nach Berlin? Ihr könntet ins Mauermuseum gehen. Wir könnten zusammen lernen. Wir könnten zusammen lernen.
Du bekommst Besuch? Du könntest einen Kuchen backen. Du bekommst Besuch? Du könntest einen Kuchen backen. Es ist so heiß heute, wir könnten schwimmen gehen und ein Eis essen. Es ist so heiß heute, wir könnten schwimmen gehen und ein Eis essen. Hallo. Ich bin sehr traurig und ich hoffe, ihr könnt mir etwas empfehlen. Ich nehme einfach nicht ab. Ich habe mit einem Diätgetränk aus der Apotheke in einem Monat 3 Kilo abgenommen und war echt glücklich. Aber nach nur 6 Wochen hatte ich wieder mein altes Gewicht. Ich würde gern 7 Kilo abnehmen. Hallo. Ich bin sehr traurig und ich hoffe, ihr könnt mir etwas empfehlen. Ich nehme einfach nicht ab. Ich habe mit einem Diätgetränk aus der Apotheke in einem Monat 3 Kilo abgenommen und war echt glücklich. Aber nach nur 6 Wochen hatte ich wieder mein altes Gewicht. Ich würde gern 7 Kilo abnehmen. Habt ihr einen Tipp für mich? Du solltest viel Sport machen, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde. Dann bist du bald fit und schlank. Das Essen ist nicht so wichtig. Du kannst auch mal ein Stück Schokolade essen. Hauptsache, du machst jeden Tag Sport. Du solltest auch viel Wasser trinken. Du solltest viel Sport machen, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde. Dann bist du bald fit und schlank. Das Essen ist nicht so wichtig. Du kannst auch mal ein Stück Schokolade essen. Hauptsache, du machst jeden Tag Sport. Du solltest auch viel Wasser trinken. Man muss jeden Tag Sport machen. Ich fahre oft mit dem Fahrrad zur Arbeit. Am wichtigsten ist eine gesunde Ernährung. Du könntest morgens Obst essen, mittags Reis, Nudeln, Kartoffeln mit Gemüse oder Fisch. Abends solltest du keine Kohlenhydrate essen. Du könntest einen Salat essen. Und kauf keine Diätgetränke mehr. Sie helfen nicht. Man muss jeden Tag Sport machen. Ich fahre oft mit dem Fahrrad zur Arbeit. Am wichtigsten ist eine gesunde Ernährung. Du könntest morgens Obst essen, mittags Reis, Nudeln, Kartoffeln mit Gemüse oder Fisch. Abends solltest du keine Kohlenhydrate essen. Du könntest einen Salat essen. Und kauf keine Diätgetränke mehr. Sie helfen nicht. Lasst uns zusammen üben. Das nervt die Deutschen, die längsten Bürostunden. Formulieren Sie Tipps für eine bessere Arbeitsatmosphäre im Büro. Ab und zu Fenster öffnen. Man sollte ab und zu die Fenster öffnen. Man sollte ab und zu die Fenster öffnen. Besonders Telefon, nicht zu laut sprechen. Man sollte besonders am Telefon nicht zu laut sprechen. Man sollte besonders am Telefon nicht zu laut sprechen. Konjunktionen weil und deshalb. In diesem Video lernen wir die Konjunktionen weil und deshalb kennen. Wir werden erfahren, wann man diese Konjunktionen benutzt und wie man die Sätze bilden muss. Die kausale Konjunktionen weil und deshalb beantworten die Fragen warum, wieso, weshalb oder aus welchem Grund. Sie formulieren kausale Nebensätze. Und die kausalen Nebensätze bestehen aus 2 Sätzen, einer enthält den Grund und der andere die Folge. Weil verbindet den Grund direkt mit der Folge in einem einzigen Satz, wobei das Verb am Ende des Satzes steht. Sie hat Rückenschmerzen. Es ist ein Grund. Und die Folge. Maria geht zum Arzt. Also, wie bilden wir dann einen Satz mit weil?
Maria geht zum Arzt, weil sie Rückenschmerzen hat. Maria geht zum Arzt, weil sie Rückenschmerzen hat. Hier steht das Subjekt sie nach der Konjunktion und das Verb steht am Ende des Satzes. Und achtet wieder darauf, dass das Verb im Hauptsatz an zweiter Stelle steht. Beispiele: Warum hast du den Rasen nicht gemäht? Warum hast du den Rasen nicht gemäht? Ich konnte den Rasen nicht mähen, weil der Rasenmäher kaputt gegangen ist. Ich konnte den Rasen nicht mähen, weil der Rasenmäher kaputt gegangen ist. Weshalb bist du nicht in die Schule gegangen? Weshalb bist du nicht in die Schule gegangen? Ich bin heute nicht in die Schule gegangen, weil ich starke Kopfschmerzen hatte. Ich bin heute nicht in die Schule gegangen, weil ich starke Kopfschmerzen hatte. Weswegen weint das kleine Mädchen? Weswegen weint das kleine Mädchen? Es weint, weil es Angst vor dem großen Hund hat. Es weint, weil es Angst vor dem großen Hund hat. Wieso freut sie sich so? Wieso freut sie sich so? Sie freut sich so, weil sie eine wichtige Prüfung bestanden hat. Sie freut sich so, weil sie eine wichtige Prüfung bestanden hat. Aus welchem Grund hat er das Feuer angezündet? Aus welchem Grund hat er das Feuer angezündet? Er hat das Feuer angezündet, weil er neugierig war. Er hat das Feuer angezündet, weil er neugierig war. Hallo, Anna. Wie geht es dir? Oh, es geht. Was ist denn los? Ich muss morgen ins Krankenhaus. Oh, das tut mir leid. Ich hoffe, du hast nichts Schlimmes. Naja, es ist mein Fuß. Ich kann nicht mehr richtig laufen und habe oft Schmerzen. Die Operation ist am Donnerstag. Hast du Angst? Ja, schon. Der Arzt sagt, das ist keine große Sache. Ich mache mir Sorgen. Ja, das verstehe ich gut. Weißt du, ich gehe ja wirklich gerne wandern und joggen. Ich glaube, du kannst dem Arzt vertrauen. Bestimmt ist bald alles wieder in Ordnung. Anna hat Angst, weil sie oft Schmerzen hat. Anna hat Angst, weil sie oft Schmerzen hat. Anna hat Angst, weil sie ins Krankenhaus gehen muss. Anna hat Angst, weil sie ins Krankenhaus gehen muss. Anna hat Angst, weil sie eine Operation haben wird. Anna hat Angst, weil sie eine Operation haben wird. Weil ist eine Konjunktion, die einen Nebensatz einleitet. Im Nebensatz steht das Verb am Ende. Jetzt lernen wir deshalb. Deshalb wird verwendet, um eine Folge in einem separaten Satz auszudrücken, der dem Satz mit dem Grund folgt, wobei das Verb direkt nach deshalb kommt. Ich arbeite heute nicht, deshalb habe ich Zeit. Hier formuliere ich mit deshalb meine Folge, also ich habe Zeit ist die Folge. Ich achte darauf, dass mein Verb auf Position 2 ist und das Subjekt auf Position 3. Ich arbeite heute nicht ist mein Grund. Das Gleiche gilt auch bei Modalverben.
Ich kann nicht kochen, deshalb müssen wir Pizza bestellen. Hier formuliere ich mit deshalb die Folge. Und auf Position 2 steht mein Modalverb. Dann kommt mein Subjekt. Und am Ende des Satzes steht mein Verb. Beispiele. Er ist sehr krank, deshalb geht er heute nicht zur Arbeit. Er ist sehr krank, deshalb geht er heute nicht zur Arbeit. Ich lerne Deutsch, deshalb gehe ich in die Sprachschule. Ich lerne Deutsch, deshalb gehe ich in die Sprachschule. Wir haben morgen eine Prüfung, deshalb müssen wir uns sehr gut vorbereiten. Wir haben morgen eine Prüfung, deshalb müssen wir uns sehr gut vorbereiten. Ich will nach Deutschland fahren, deshalb muss ich Deutsch lernen. Ich will nach Deutschland fahren, deshalb muss ich Deutsch lernen. Karl mag seine Ruhe, deshalb wohnt er alleine. Karl mag seine Ruhe, deshalb wohnt er alleine. Mein Auto ist kaputt, deshalb musste ich mit dem Bus fahren. Mein Auto ist kaputt, deshalb musste ich mit dem Bus fahren. Endlich sind wir mit der Grammatik fertig. Und jetzt machen wir zusammen ein gemeinsames Beispiel. Ich gehe in die Bäckerei, weil ich Brot brauche. Ich gehe in die Bäckerei, weil ich Brot brauche. Weil ich Brot brauche, gehe ich in die Bäckerei. Weil ich Brot brauche, gehe ich in die Bäckerei. Ich brauche Brot, deshalb gehe ich in die Bäckerei. Ich brauche Brot, deshalb gehe ich in die Bäckerei. Lasst uns zusammen üben. Was ist der Grund? Bilden Sie die Sätze mit weil. Warum hast du gute Laune? Ich muss heute nicht arbeiten. Ich habe gute Laune, weil ich heute nicht arbeiten muss. Wer sieht was im Fernsehen? Bilden Sie Sätze und verbinden Sie die Sätze mit deshalb. Georg, Krimis, mögen. Er, keine Krimiserie, verpassen. Georg mag Krimis, deshalb verpasst er keine Krimiserie. Laura, alle Fernsehsendungen, mögen. Sie, immer vor den Fernseher sitzen. Laura mag alle Fernsehsendungen, deshalb sitzt sie immer vor dem Fernseher.